Produktivität ist keine Frage von mehr Leistung, sondern von weniger Ballast. Und doch greifen viele Unternehmer zu den falschen Mitteln, also zu mehr Meetings, mehr Druck, mehr Tools. In meinem Management-Training diskutieren wir gerade regelmäßig, wo die echten Bremsen liegen und wie du sie löst. Also, willkommen zu den Business Tapas. Mein Name ist Diana Walter und ich bin Business Coach für den Mittelstand. Im Rahmen meines neuen 12-Wochen-Management-Trainings habe ich mit der aktuellen Gruppe in der 3. Session über das Thema Produktivität steigern gesprochen. Wie steigert man eigentlich die Produktivität seiner Mitarbeiter? Wie du das als Chef in Zukunft Schritt für Schritt zu deinem Vorteil veränderst, darum geht es in den heutigen Business Tapas. Die eigentlichen Bremsen sitzen nicht im Kopf der Mitarbeiter, sondern im System, das sie ausbremst. Wer echte Produktivität haben will, muss nicht mehr fordern, sondern muss besser führen. Ja, leider. Denn wenn dein Unternehmen stabil wachsen soll, dann kommst du nicht drum rum, gute Führung zu lernen und anzuwenden. Ja, jetzt drehen natürlich wieder alle mit den Augen und keiner weiß, wie das geht. Ich schon. Am einfachsten und schnellsten startest du mit der effektiven Organisation deiner täglichen Aufgaben. Was hält uns eigentlich davon ab, die täglichen Aufgaben effizient zu erledigen? Eine fehlende Übersicht oder die Eliminierung von Ablenkung oder fehlende Fähigkeiten oder die lieben Ausreden? Naja, wahrscheinlich von allem was. Und das gilt auch für die Inhaber von Unternehmen und für deren Mitarbeiter. Ich will heute mit euch ein Thema teilen, über das wir gestern im Kurs lange diskutiert haben. Nämlich, wie erkenne ich die Ausreden meiner Mitarbeiter und wie führe ich dann das Gespräch mit ihnen und wie schaffe ich es, dass der Mitarbeiter sich nach dem Gespräch anders verhält. Und zwar langfristig. Das ist ein schwieriges, das ist ein extrem unangenehmes Thema. Und wir haben im Gruppencoaching ein paar Ansätze geübt und ich will euch schnell mal ein paar Beispiele davon bringen. Also, woran erkennst du, dass dir gerade jemand eine Ausrede serviert? In vielen Organisationen sind Ausreden tief in der Unternehmenskultur verankert. Und häufig entstehen die dann von oben nach unten. Also, frag dich mal, werden Ausreden gegenüber Kunden oder Lieferanten akzeptiert? Werden Ausreden im Team akzeptiert und toleriert? Oder wird mangelnde Leistung durch Ausreden entschuldigt? Wenn wir als Manager und Inhaber Ausreden zulassen, dann verstärken wir die unbewusst. Der erste Schritt ist daher immer, diese Muster bewusst zu identifizieren und gezielt zu hinterfragen. Also, wie sieht das bei dir im Unternehmen aus? Sind die Ausreden gang und gäbe? Es wäre ja schon schön, wir hätten eine Kommunikation ohne Ausreden. Wenn Mitarbeiter eine Aufgabe nicht erledigen, sollten wir deswegen nicht fragen, warum hast du das nicht schon längst gemacht, bla bla bla, oder wieso hast du das nicht geschafft? Solche Fragen provozieren Ausreden. Stattdessen ist es cleverer zu sagen, hey, was müssen wir eigentlich tun, damit das Thema heute erledigt ist, damit das Problem heute gelöst wird? Oder was sind jetzt deine ersten 3 Schritte, damit das Ding heute erledigt wird? Diese Art der Kommunikation lenkt die Aufmerksamkeit auf eine konkrete Lösung statt auf das Problem. Und es geht nicht nur um die Verteidigung vom Status quo, sondern es geht wirklich um das Tun in der Zukunft. Aber so viel die Theorie. Wie implementieren wir nun Systeme zur Reduzierung von Ausreden? Wir starten mit dem Klassiker. Klare Verantwortlichkeit definieren. Also Mitarbeiter brauchen eine klare Struktur, um effektiv zu arbeiten. Das sind Checklisten mit genauen Vorgaben oder klare Arbeitsabläufe mit festen Deadlines und regelmäßige Follow-ups durch Vorgesetzte. Nur wenn ich weiß, wofür ich verantwortlich bin und die Konsequenzen des Nichttuns auch kenne, dann kümmere ich mich auch. Und dann kommt die Follow-up-Strategie für Aufgaben. Also ein gutes Management beinhaltet Kontrolle und Nachverfolgung. Wenn du eine Aufgabe vergibst, für die der Mitarbeiter 10 Tage Zeit hat, dann kontrollierst du kurz nach dem 2. und nach dem 8. Tag und nicht erst am Ende. Nach 2 Tagen hast du nämlich den frühzeitigen Check, ob der Mitarbeiter überhaupt die richtige Richtung findet und in die richtige Richtung denkt und startet. Also so kannst du Missverständnisse oder falsche Ansätze oder unnötige Umwege schnell erkennen, bevor wertvolle Zeit verloren geht. Und vor allem, der Mitarbeiter muss sofort starten, denn er hat ja nach dem 2. Tag den ersten Check.
Nach 8 Tagen machst du dann den zweiten Check. Du hilfst beim Nachjustieren, gibst gegebenenfalls noch Feedback oder stellst Ressourcen zur Verfügung, um die Aufgabe bis Ende der 10-Tagesfrist richtig gut zu Ende zu bringen. Welche Denkweise steckt hinter so einem Ansatz? Naja, man nennt das situatives Führen. Du passt dein Führungsverhalten an die Erfahrung und die Selbstständigkeit des Mitarbeiters an. Und dadurch vermeidest du natürlich auch automatisch Micromanagement. Also du übernimmst keine Aufgabe, sondern du steuerst deine Mitarbeiter durch kurze, gezielte Impulse. Und du schaffst Lernmomente. Gerade jüngere oder neue Mitarbeiter profitieren von dieser Art der Begleitung. Da entsteht so ein richtiges Lernklima. Das nützt dann auch definitiv allen. Und man kann diese Strategie auch wie folgt zusammenfassen. Delegieren heißt nicht, ich bin raus, sondern delegieren heißt, ich bleib smart. Wer nach 2 Minuten prüft, ob das Boot in die richtige Richtung fährt, der spart sich nach 10 Minuten das Kentern, hat mir mal mein Coach gesagt. Und dann kommt jetzt noch der Game Changer, der jedes Mal belächelt wird, wenn ich davon rede. Und der heißt Tagesstruktur und Priorisierung zur Steigerung der Produktivität. Möchtest du eine Tagesplanung machen oder machst du die schon und führst du Listen mit anstehenden Aufgaben? Dann bist du schon ziemlich unheimlich produktiv. So eine tägliche Liste mit Aufgaben ist wirklich essentiell. Sie sollte vor dem Feierabend erstellt werden, um den nächsten Arbeitstag so vorzubereiten, dass er ohne Zeit zu verlieren gestartet werden kann. Und außerdem macht es auch Sinn, die Aufgaben so handschriftlich zu notieren, da das unser Gehirn ganz viel besser verarbeiten kann und vor allen Dingen, weil es das Gehirn aktiviert, besser als das mit digitalen Notizen der Fall ist. Und es nervt auch, wenn man jeden Tag eine Aufgabe wieder handschriftlich auf den nächsten Tag umtragen muss. Dann macht man die nämlich mal schnell noch am Feierabend, bevor man nach Hause geht. Also ich nutze dazu natürlich mein geliebtes A4-Notizbuch und sowas kann ich jedem von euch nur empfehlen. Als Mitarbeiter wird die Planung für den nächsten Tag abends an den Vorgesetzten gesendet. Also per WhatsApp, per E-Mail, was auch immer. Und warum? Um Verbindlichkeit zu schaffen. Ja, das ist aufwendig. Ja, das erfordert auch vom Chef konsequentes Handeln. Aber es funktioniert. Ich erinnere mich noch an meine Zeit bei Guinness. Lecker. Meine Marketingkollegin Elisa und ich, wir haben morgens immer auf dem Flipchart geschrieben, was wir bis abends erledigt haben wollen. Und jede von uns war total stolz, wenn sie aufspringen konnte und irgendeine Aufgabe durchstreichen konnte, die erledigt war. Und sind wir ganz ehrlich, wir haben uns dann meistens so gegen 5 mit einem Guinness an der Firmenbar belohnt. Wir hatten eine Firmenbar, das ist nämlich ziemlich cool dort gewesen, aber das sind andere Geschichten. Okay, zurück zum Thema. Wir haben uns Ziele für den Tag gesetzt. Perfekt. Und eigentlich sollte jeder Mitarbeiter so 6 Hauptziele pro Tag haben, die seine Produktivität messen. Also das können Verkaufszahlen sein, das können Kundenanrufe sein, erledigte Projekte, bearbeitete Anfragen, was auch immer. Diese Ziele sollten nicht nur Aktivitäten, sondern auch Endergebnisse umfassen. Wenn die 6 Ziele dann stehen, erfolgt die Priorisierung von Aufgaben. Also ich mache das in meinem Buch, indem ich hinter die Aufgabe A oder Doppel-A oder Triple-A schreibe. Am Ende des Tages oder am Ende der Woche müssen alle Triple-A, Triple-A oder Doppel-A erledigt sein. Das hake ich dann auch immer hier mit meinem Lieblingshighlighter ab. Sobald Prioritäten gesetzt sind, folgt die Zeitplanung. Also jede Aufgabe erhält eine realistische Zeitspanne, zum Beispiel 30 Minuten oder eine Stunde. Und ich trage mir in meinen Kalender feste Zeitblöcke für diese fokussierte Arbeit ohne Ablenkung ein. Da arbeite ich dann genau 1 Stunde an einer Aufgabe. Also ohne in die Mails zu gucken, ohne WhatsApp zu schreiben oder mein Insta-Feed durchzuscrollen. Ja, okay. Bis hierher hört sich das für dich logisch an. Und jetzt komme ich mit dem Thema langfristige Umsetzung und Durchhaltevermögen. Natürlich wirst du Gegenwind von deinen Leuten bekommen. Und da du den Prozess auch selbst machen musst, kannst du auch den inneren Widerstand gegen diese Veränderungen selbst spüren. Mitarbeiter werden sich gegen das neue System sträuben. Das ist so sicher wie das Amen der Kirche. Und du wirst konsequent auf der Umsetzung bestehen. Du wirst mantraartig sagen, neue Prozesse sind Teil unserer Wachstumsstrategie. Neue Prozesse sind Teil unserer Wachstumsstrategie. Neue Prozesse sind Teil unserer Wachstumsstrategie. Und wenn du das
2 Monate durchgehalten hast, dann hast du eine echte, nachhaltige Verankerung des Systems geschaffen. Die Tagesliste wird ein fester Bestandteil der Arbeitsroutine sein. Das Management führt regelmäßig Kontrollen durch und die Produktivitätsgewinne werden sichtbar und motivieren langfristig die Umsetzung dieser Arbeitsweise. Das kann ich dir versprechen, 100%ig. Ja, Fazit. Unser Hauptziel als Unternehmer ist es, durch eine tägliche Planung und eine klare Prioritätensetzung die Produktivität des Outcomes der Firma zu steigern. Das funktioniert, indem wir die Kultur der Ausreden eliminieren, bessere Fragen stellen und täglich klare Aufgaben und Ziele definieren und ein einfaches, aber wirkungsvolles System zur Selbstorganisation nutzen. Management ist kein kurzfristiger Prozess, sondern ein langlebiges, langfristiges System. Und wer dieses System beherrscht, wird nicht nur produktiver, sondern auch fähig, in Zukunft erfolgreiche Teams zu führen. Und das wollen wir doch alle. Und wenn du willst, dass deine Mitarbeiter aus Ausreden echte Ergebnisse machen, dann lass uns sprechen. Ich zeige dir nämlich, wie du das in deinem Unternehmen verankerst. Also kontaktiere mich am besten jetzt sofort. Schreib es nicht erst in deine Tagesliste für morgen. Jetzt!